Und damit herzlich willkommen zu einem meiner Lieblingsstrände hier rund um Antibes, nämlich den Plage des Andes. Wir nehmen euch heute mit auf einen kleinen Beach Day hier an diesem zauberhaften Strand. Ich werde euch ein paar Sachen dazu erzählen, warum ich ihn besonders schön finde. Und vielleicht ist das auch eine Inspiration für den einen oder anderen von euch, wenn ihr in der Gegend seid, zu diesem Strand zu fahren. Ich glaube tatsächlich mit ein Grund, warum ich diesen Strand so sehr liebe, ist einfach die Tatsache, dass er bisher, wenn ich da war, nie so richtig überfüllt war. Ich war zwar noch nie samstags und sonntags dort, aber während der Woche war er noch nie überfüllt und wir haben immer wieder unseren Lieblingsplatz hier an dieser Stelle bekommen. Du findest diesen Strand an der westlichen Seite des Cap d'Antibes und ich muss gestehen, er ist gar nicht so leicht zu erreichen. Wenn du mit einem Auto unterwegs bist, kannst du dort natürlich hinfahren. Frag mich bitte nicht, wie die Parkplatzsituation dort aussieht, denn so wie ich das sehe, gibt es dort so richtig nah eigentlich keinen Parkplatz. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum da gar nicht so viele Leute hinkommen, sondern vielleicht nur einige Einheimische, die dort in der Gegend wohnen. Wenn du dort aber ohne Auto hinkommen möchtest, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst super easy mit dem Bus Nummer 6 bis Port Gallice fahren und von dort einfach zu Fuß gen Süden. Ist auch ein richtig schöner Spaziergang, den wir auch schon öfter gemacht haben. Oder du wartest dort, wo du mit der Nummer 6 ausgestiegen bist, nämlich Port Gallice, und wartest dort auf die Nummer 15. So wie ich letztens herausgefunden habe, ist diese nämlich sogar kostenlos nutzbar. Was ich leider nicht so gut finde, ist, dass die Nummer 15 nur einmal pro Stunde verkehrt und die letzte Nummer 15, da muss man genau auf den Plan gucken, fährt immer so um 15 Uhr herum zurück. Und an dieser Stelle muss ich mal was Witziges erzählen. Ich habe ja eigentlich keine Höhenangst. Und was ihr hier jetzt nicht seht, an diesem Turm hinten geht halt so eine Treppe hoch, aber ohne Geländer, ohne alles. Und ich bin dann da einfach hinten hin, ein paar Stufen hochgegangen und dann dachte ich so, boah nee, das kann ich nicht. So, wenn man so nach links guckt, ist man direkt so voll hoch über dem Wasser. Und dann dachte ich so, boah nee, das kann ich nicht. Und so voll viele Leute gehen immer wieder mal zwischendurch da hoch und laufen da oben rum auf diesem Dach. Und ich habe irgendwie gedacht, boah nee, irgendwie voll Höhenangst gekriegt. Ich war natürlich neugierig, was es mit diesem Turm auf sich hat. Warum steht er da im Wasser? Ist das irgendwie was voll Altes oder so? Und dann habe ich ChatGPT gefragt und er hat gesagt, es handelt sich wirklich nur um einen romantisch-dekorativen Fantasiebau, der im 20. Jahrhundert, wahrscheinlich so in den 1930er Jahren, errichtet wurde. Also es ist kein historischer Wehrturm oder hat irgendwie eine militärische Funktion. Deshalb, ja, spannend. Hätte ja auch irgendwas Altertümliches sein können. Und das Witzige ist, wenn das Wasser ganz, ganz flach ist, dann kann man vielleicht sogar einfach so zu Fuß reinkommen. Aber momentan ist es so, dass man schon so, ich weiß nicht, ich würde sagen 30 Zentimeter
hoch im Wasser einmal rüberlaufen muss. Und dann gibt es halt diese kleine Steintreppe und man kann dann halt hinten, wie gesagt, oben noch so eine runde Treppe hochgehen. Allá en Ciudad de México, ¿no? Lo dijo en serio. Y cuando le dice, no, no, estoy jodiendo, le dijo, no, me estás jodiendo, yo te lo vi en los ojos. Y yo se dio vuelta y se agarré. Eso que yo se lo hago. Claro, claro, claro. O sea, por eso los grandes y... Jetzt mal ehrlich, was ist das eigentlich für ein Hobby, am Strand zu telefonieren? Ich habe das jetzt nicht nur an diesem Strand erlebt, sondern auch an einigen anderen Stränden, dass da Leute wirklich Kilometer laufen und telefonieren. Wahnsinn. Macht ihr das auch? Übrigens habt ihr gerade gesehen, da am Ende des Turms sozusagen saßen einige Leute, haben sich Sitze mitgebracht und einfach nur gechillt dort. Ja, sah auch richtig gemütlich aus. Kann man machen. Ja, das hier ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsstrände hier an der Côte d'Azur. Man kann hier eigentlich zu Fuß hinkommen, aber auch mit dem Bus. Wir sind mit dem Bus gekommen, weil das einfacher ist. Super easy mit dem 12-Euro-Ticket. Falls ihr mein Video zum 12-Euro-Ticket noch nicht gesehen habt, verlinke ich es euch hier oben. Finde ich mega. Die Nummer 15 muss man dann nehmen von Juan-les-Pins City aus. Und wir sind jetzt an einem Dienstag hier, glaube ich. Dienstag? Sind wir an einem Dienstag hier? Ja, wir sind an einem Dienstag hier. Wochenende weiß ich nicht, ob es hier auch schön leer ist. Jetzt ist es Nachmittag schon. Ihr habt ein paar Sequenzen vom Vormittag gesehen. Ihr habt auch gesehen, wie ich versucht habe, in diese Burg zu klettern wahrscheinlich. Und ja, jetzt ist es ein bisschen voller. Ich vermute, weil die Leute von der Arbeit kommen und dann auch hier so ein bisschen genießen möchten. Ich glaube, das ist eher so ein... Ich würde sagen, ein Geheimtipp an Strand, weil ich würde nicht sagen, dass hier viele Touristen sind. Ich glaube eher so Einheimische, die halt wirklich nach der Arbeit hier noch so ein bisschen schwimmen gehen. Es sind jetzt gerade auch tatsächlich sehr viele Leute im Wasser, sehe ich gerade. Vormittags war das nicht so. Das Wasser ist auch super angenehm. Ich glaube 19 Grad, vielleicht auch 20, wenn es sich ein bisschen aufgewärmt hat. Super, super angenehm, also vor allem jetzt bei der Hitze. Also es sind, glaube ich... 24 Grad sollten es heute sein, aber es ist extrem warm. Also in der Sonne gefühlt vielleicht 28, weiß ich nicht genau. Also richtig, richtig warm. Wir haben uns heute Morgen super leckere Baguettes oder irgendwie so Ciabatta-mäßig was geholt. Ich blende auch nochmal hier ein Foto ein. Ich habe das nämlich fotografiert. Super lecker. 5,50 Euro bei so einem Bäcker bei uns in der Nähe von unserem Airbnb. Und boah, das war richtig lecker. Club Sandwich Poulet, irgendwie so hieß das. Und ja, das haben wir vorhin vertilgt. Hat auch vollkommen gereicht fürs Mittagessen. Das würde ich auch jedem... Das ist das einzig Nervige hier am Strand. Manchmal fahren hier so bekloppte Motorradfahrer vorbei. Aber ansonsten ist es hier ziemlich ruhig, auch zwischendurch. So richtig idyllisch, dass man fast einschlafen kann. Genau, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich euch auch empfehlen würde, wenn ihr hier an der Côte d'Azur seid. Holt euch irgendwas Cooles vom Bäcker. Holt euch irgendwas Cooles, Leckeres vom Bäcker, irgendwas Belegtes und das reicht vollkommen für den Beach. Dann noch irgendwie was Süßes. Wir haben uns noch so Pain au Chocolat geholt, die haben wir noch nicht gegessen, werden wir gleich vielleicht machen. Und ja, also ich mag diesen Strand sehr. Ich mag auch den Aufbau irgendwie sehr. Also da vorne, habe ich auch gefilmt, da ist halt wirklich so komplett Strand. Und hier, wo wir jetzt liegen, das ist so zwischen den Steinen, das war zum Glück noch frei. Da hat man halt wirklich so Platz für zwei Decken sozusagen zum Liegen für 2 Personen und man ist hier so richtig eingebettet in den Steinen und da ist aber trotzdem hier vorne Sand und habe ich vorhin auch gefilmt und das Meer, also richtig schön, richtig idyllisch. Ja, ich mag es hier total, weil es nochmal so ein Ticken ruhiger ist als die Stadtstrände in Juan-les-Pins. Kann ich absolut empfehlen. Ist wirklich so ein kleiner Geheimtipp, würde ich sagen, weil also ich glaube nicht jeder kennt diesen Strand hier, vor allem Ich
glaube, wir werden noch ein paar Stündchen hier bleiben und dann nehmen wir auch den Bus zurück. Es ist super herrlich. Und ich bin gerade unter unserem Schirm, den haben wir für 15 € geholt, können wir den ganzen Urlaub nutzen. Finde ich auch super praktisch, weil so ohne Schirm knallt die Sonne schon richtig krass, muss ich echt sagen. Und hier seht ihr den Strand nochmal in seiner vollen Gänze. Der ist echt schmal, aber ich finde ihn richtig schnuckelig und richtig gemütlich irgendwie. Ja, und das mit dem Bus, das war wohl nichts. Wie ich am Anfang des Videos erzählt habe, fährt ja der letzte Nummer 15 um irgendwas wie 15 Uhr, passt auch irgendwie zu seinem Namen sozusagen. Ja, und dann haben wir uns einfach auf den Weg zu Fuß gemacht, von hier zum Portgallis, um dort dann die Nummer 6 zu nehmen. Der letzte Bus fuhr, ich glaube, um 14 Uhr noch was. Deswegen gehen wir jetzt zu Fuß ein Stückchen bis zum Hafen und von dort fährt nämlich unsere Nummer 6 nach Hause. Finde ich jetzt aber auch gar nicht schlimm, weil ich finde diesen Walk richtig schön, entspannt. Man kann hier schön aufs Wasser schauen, wie ihr sehen könnt. Ich muss gestehen, ich finde es hier angenehmer lang zu laufen als im Winter, oder? Boah, sind da viele Fische im Wasser. Ich fand es im Winter irgendwie anstrengender, hier lang zu laufen. Weil es irgendwie warm war, aber auch mit einem kalten Wind und irgendwie anstrengend und irgendwie hat man geschwitzt. Und irgendwie jetzt im Sommer ist es viel angenehmer. Auch wenn die Sonne ganz schön knallt. Viele Fische. Siehst du die, Mama? Immer zwischendurch welche. Wie ruhig das Wasser heute ist. Voll schön. Guck mal, theoretisch kann man hier auch liegen. Es ist Sand, ne? Wenn man den Schirm aufstellt. Ja, stimmt. Hat echt was von so einem Hundestrand. Wie so eine Ruine. Ich habe schon zu Mama heute gesagt, also am liebsten hätte ich so eine kleine Villa, so ein kleines Häuschen hier irgendwo am Cap d'Antibes, weil man hier zu diesen süßen Stränden dann echt nah und also echt schnell kommt. Also man wohnt echt nah an diesen kleinen Stränden und es ist voll ruhig da in den Straßen dazwischen. Wäre schon echt so ein Träumchen.
Und ich finde diesen Weg hier am Hafen richtig schön. Hatte ich ja schon mal in einem Video erzählt, dass dieser Walk hier echt hübsch ist irgendwie. Jetzt knallt's aber, gell? Voll warm. Ich glaube, wir setzen uns gleich am Hafen irgendwo im Schatten nochmal hin. Aber ich schaue hier so gerne ins Wasser, weil das so klar ist. Und man sieht immer wieder Fische. Größere und kleinere. Oh, da sind ein paar große. Also was heißt groß? 20 Zentimeter. Da oben diese Villen, die finde ich richtig schön. Direkt am Meer. Wow, so viele Palmen da drin. Schon hübsch. Ach, die spielen da Buhl. Nice. In der prallen Sonne. Auch krass. Jetzt haben wir noch ein schattiges Plätzchen hier am Hafen gefunden. Super hübsche Aussicht, muss ich sagen. Da oben die Palmen, hier unten die Bötchen und das Wasser. Ja, ist doch ziemlich warm heute, muss ich gestehen. Deshalb ein bisschen Schatten tut ganz gut.